Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus MK4. Im heutigen Video geht es um die Komfortfunktion der Fernstartfunktion. Falls euch solche und andere Themen interessieren, abonniert meinen Kanal, es ist komplett kostenlos für euch. Worum geht es genau? Vor allem jetzt in der kalten Jahreszeit hört man immer wieder von Elektroautofahrern, vor allem aber auch von Tesla-Fahrern, wie toll denn ihre Fernstartfunktion ist, dass sie in ein vorgewärmtes Auto kommen und nie kratzen müssen. Das haben wir ja auch schon in unserem Ford Focus drin. Ich hatte mal ein Video gemacht, verlinke ich euch hier oben in der Infokarte, wo ich mal zeige, was die Fernstartfunktion alles kann. Ganz kurz zusammengefasst, wir können das Auto per App abschließen, wir können den Motor starten, wir können aber auch die Türen aufmachen. Wenn man jetzt den Motor gestartet hat und die Türen aufmacht, gar keine Sorge, derjenige, der reingeht, findet im Prinzip nur ein Auto vor, wo der Motor läuft, aber ansonsten funktioniert nichts. Das Kombi-Instrument ist komplett dunkel, man kann keine Gänge einlegen, man kann auch kein Gas geben. Es kommt nur ein Hinweis, dass der Schlüssel nicht in der Nähe ist und man somit das Auto nicht bewegen kann bzw. ordentlich starten kann. Somit Sicherheitsfunktionen sind implementiert. Ja, was hat es jetzt genau mit der Komfortfunktion auf sich? Als allererstes will ich sagen, die Fernstartfunktion des Motors funktioniert nur mit einem Automatikgetriebe. Also für all diejenigen, die sich ein gebrauchtes Auto kaufen möchten oder vielleicht im Konfigurator sich ein Auto zusammenstellen, wichtig zu wissen, Motor starten funktioniert nur mit Automatikgetriebe. Aber schauen wir uns jetzt mal an, welche Komfortfunktion wir haben, denn einfach nur einen Motor starten bringt einem ja nicht wirklich etwas. Man muss ja irgendeinen zusätzlichen Nutzen davon haben. Und den sehen wir im Bordcomputer. Ich blende euch jetzt mal ein, welche Optionen es dort gibt. Dort gibt es als allererstes den Punkt System, in dem wir im Prinzip die Fernstartfunktion aktivieren oder deaktivieren können. Einige haben im Prinzip die Fernstartfunktion drin, möchten sie allerdings aus Sicherheitsbedenken nicht haben. Dort kann man das Ganze einfach deaktivieren. Dann haben wir die Möglichkeit, die Klimaanlage einzustellen. Entweder automatisch, dann versucht das Auto ungefähr 21 Grad im Innenraum herzustellen, oder man kann einstellen, dass man die letzte gespeicherte Konfiguration benutzt. Danach kann man einstellen, ob man die Lenkradheizung und Sitzheizung aushaben möchte oder auf automatisch gestellt haben möchte, sprich ein oder aus. Und zu guter Letzt, wie lange der Motor laufen soll. 5 Minuten, 10 Minuten oder 15 Minuten. Das ist einfach nur der Grund, hat man das Auto gestartet und aus irgendeinem Grund vergisst man, dass man das Auto gestartet hat, läuft das Auto jetzt nicht stundenlang weiter, sondern geht nach der eingestellten Zeit einfach aus und fertig. Gut, haben wir die ganzen Einstellungen gemacht, dann zeige ich euch jetzt mal, wie das Ganze denn funktioniert. Ja, wir starten zuallererst mal das Auto über die App. Wie ihr seht, Scheibe vorne ist gefroren. Wir haben draußen ungefähr -1 Grad und wir starten jetzt das Auto über die App. Dafür starten wir die App, drücken länger auf den Start-Button und dann kommt ein Hinweis, dass das Auto innerhalb von 30 Sekunden gestartet wird. Bei mir dauert es ungefähr 10 Sekunden, dann startet das Auto, macht sich bemerkbar dadurch, dass die Blinker kurz aufleuchten, Motor startet, Auto bleibt natürlich verschlossen. Und ich blende euch jetzt hier ein mit einer Wärmebildkamera, die hatte ich euch mal vorgestellt, verlinke ich euch hier oben auch in der Infokarte, einmal vom Innenraum und einmal vom Außen, wie das Ganze denn aussieht. Innenraum habe ich mit Stativ gemacht, somit sind die vollen 10 Minuten verfügbar. Draußen habe ich nach 2-3 Minuten einfach aufgehört, weil es dort keine großen Änderungen mehr gab. Ziemlich beeindruckende Bilder, wie ich finde, und ja, wie ihr seht, taut das Ganze auf. Vorne die Scheibe wird aufgetaut, wird frei und man muss einfach nicht mehr kratzen. Im Innenraum wird parallel der komplette Raum aufgeheizt und man kommt in einen mollig warmen Innenraum rein. Ja, man kann im Prinzip ohne Jacke dann direkt starten. Bei mir sieht man vorne an der Windschutzscheibe genau in der Mitte, dass ein Bereich nicht gefroren ist, beziehungsweise dort kein Eis ist. Dort ist meine Dashcam verbaut, verlinke ich euch hier oben auch in der Infokarte, und die ist im Parkmodus, sprich die läuft permanent mit. Es entsteht dadurch natürlich eine gewisse Wärme und dort vereist es natürlich jetzt nicht so schnell. Genau, für diejenigen, die sich jetzt auch noch wundern, wieso sieht man denn jetzt in der Frontscheibe nicht die einzelnen Heizfäden, so wie man es in der Heckscheibe gesehen hat. Wie gesagt, in dem verlinkten Video über die Wärmebildkamera hatte ich euch das mal eingeblendet. Dort sieht man richtig schön die Heizfäden in der Heckkamera. Vorne sieht man das einfach nicht, weil die Fäden einfach viel, viel dünner sind, so dass man, wenn man auf die Frontscheibe schaut, die Fäden nicht sieht. Man muss sich schon konzentrieren, dass man die einzelnen Heizelemente in der Frontscheibe sieht. Das ist ja in der Heckscheibe anders. Dort sind die Fäden ja dick, massiv, sprich die können auch
ja, stärker geheizt werden, haben allerdings einen größeren Abstand. In der Frontscheibe ist es so, dass die Fäden ganz dünn sind, enger beieinander, sie natürlich dann im Prinzip nur leicht warm werden, dafür aber großflächiger. Das ist der Unterschied, wieso man jetzt auf der Wärmebildkamera diese Fäden nicht sieht. Ja, wie ihr seht, eine ganz coole Funktion für alle, die halt das Auto noch nicht haben und überlegen, sich das Auto zu kaufen oder im Konfigurator zusammenstellen. Aus meiner Sicht eine ganz tolle, nützliche Funktion. Funktioniert natürlich auch im Sommer. Kann ich natürlich das Auto starten, wenn es draußen super warm ist und die Klimaanlage kühlt schon das Auto einfach mal runter. Ja, das war's zu dieser coolen Komfortfunktion, die es bei uns im Focus ja schon gibt. Seit 3 Jahren hatte ich kein einziges Mal kratzen müssen. Ich kann sie nur jedem wärmstens empfehlen, vor allem in Kombination mit dem Winterpaket, also beheizte Frontscheibe, beheiztes Lenkrad, ist das eine sehr angenehme Sache. Ja, okay. Das war's zu dieser Funktion. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar tolle, spannende Bilder zeigen, mal eine andere Sichtweise über diese Wärmebildkamera. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!